Wenn du in Portugal lebst, gehören die Stromkosten zu den wichtigsten laufenden Ausgaben. Und genau hier gibt es einige Unterschiede zu Deutschland, die man kennen sollte. Viele gehen davon aus, dass Strom im Ausland grundsätzlich günstiger ist. Das stimmt nicht immer. Deshalb ist es sinnvoll, sich das Thema genauer anzuschauen. Der erste Punkt ist der Verbrauch. Die Stromkosten hängen in erster Linie davon ab, wie viel du verbrauchst. Und dieser Verbrauch kann sich im Laufe eines Jahres stark verändern. Der größte Unterschied zeigt sich im Winter. Viele Wohnungen in Portugal haben keine klassische Heizung wie in Deutschland. Das bedeutet, dass häufig mit elektrischen Geräten geheizt wird, zum Beispiel mit Heizlüftern oder Klimaanlagen mit Heizfunktion. Das kann den Stromverbrauch deutlich erhöhen. Gerade wenn eine Wohnung schlecht isoliert ist, kann man schnell teuer werden. Der zweite Punkt ist der Sommer. Im Sommer wird in der Regel weniger geheizt, aber dafür oft gekühlt. Klimaanlagen sind an der Algarve weit verbreitet. Wenn du sie regelmäßig nutzt, steigt auch hier der Stromverbrauch. Das bedeutet, dass sich die Kosten im Laufe des Jahres verändern können. Der dritte Punkt ist die Art der Wohnung. Eine gut isolierte Wohnung benötigt weniger Energie. Eine ältere oder schlecht isolierte Wohnung kann deutlich mehr Strom verbrauchen. Auch die Größe spielt eine Rolle. Je größer die Wohnung, desto höher ist in der Regel auch der Verbrauch. Ein weiterer Punkt ist die Nutzung im Alltag. Wenn du viel zu Hause bist, steigt der Stromverbrauch. Wenn du nur selten in der Wohnung bist, ist er dementsprechend niedriger. Das klingt logisch, wird aber oft unterschätzt. Ein wichtiger Punkt ist auch der Tarif. In Portugal gibt es verschiedene Anbieter und Tarife. Die Preise können sich unterscheiden, deshalb lohnt es sich, Angebote zu vergleichen. So kannst du deine Kosten etwas beeinflussen. Ein weiterer Aspekt ist der bewusste Umgang mit Strom. Kleine Dinge können einen Unterschied machen. Zum Beispiel Geräte ausschalten, wenn sie nicht gebraucht werden, oder die Nutzung von Klimaanlagen bewusst steuern. Das klingt einfach, kann aber im Alltag spürbar sein. Was bedeutet das jetzt konkret? Die Stromkosten in Portugal sind stark vom eigenen Verhalten abhängig. Es gibt keine feste Zahl, die für alle gilt. In manchen Monaten können die Kosten niedrig sein, in anderen höher. Deshalb ist es wichtig, nicht nur einen Monat zu betrachten, sondern das ganze Jahr. Mein Tipp ist deshalb ganz einfach. Plane deine Stromkosten realistisch. Rechne nicht nur mit einem Durchschnittswert, sondern berücksichtige auch Zeiten mit höherem Verbrauch. So vermeidest du Überraschungen. Und genau das ist entscheidend, wenn du im Ausland lebst. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie stabil das Internet in Portugal ist und worauf du achten solltest, besonders wenn du online arbeitest.